Mein Name ist Lucia Gerstl, ich bin Oberärztin für Neuropädiatrie am Universitätsklinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München am Dr. von Haunerschen Kinderspital und leite dort den Fachbereich für den kindlichen Schlaganfall. Ja, die Ursachen, die sind sehr vielfältig. Wir sehen sehr häufig die Arteriopathien, wie zum Beispiel die fokale zerebrale Arteriopathien, para- oder postinfektiöse Vaskulitiden, Dissektionen oder auch die Moyamoya-Angiopathie. Weitere häufige Ursachen sind im Bereich der Infektionen. Hier besonders zu nennen die Varizelleninfektion oder auch die Infektion mit Borrelien oder Mykoplasmen. Eine andere große Gruppe, die kardialen Erkrankungen, wie zum Beispiel angeborene oder erworbene Herzfehler und eben die Interventionen und die Eingriffe bei Kindern mit kardialen Erkrankungen, aber auch viele andere Risikofaktoren wie die hämostasiologischen Risikofaktoren, hämato-onkologische Erkrankungen, genetische Prädispositionen oder eben auch Therapien wie zum Beispiel die Strahlentherapie. Ich glaube, man kann die frühe Diagnosestellung des Schlaganfalls im Kindes- und Jugendalter verbessern durch mehrere Aktionen. Zum einen muss die Awareness für den Schlaganfall im Kindes- und Jugendalter verbessert werden. Das heißt, bei Laien, aber auch beim medizinischen Personal das Bewusstsein für den kindlichen Schlaganfall zu schärfen. Der Schlaganfall ist nicht nur eine Erkrankung des höheren Lebensalters, sondern eben auch eine Erkrankung in der Pädiatrie, im Kindes- und Jugendalter und eben auch im Neugeborenenalter. Also eine Steigerung der Awareness ist der erste Ansatzpunkt. Und der zweite Punkt ist, dass eben die Strukturen für die Früherkennung auch im Bereich der medizinischen Einrichtungen, der Kliniken gesteigert werden muss. Und hier spielen eben diese Recognition Tools, diese Triage des kindlichen Schlaganfalls, der Symptome eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, wir propagieren hier als Triage zum Beispiel den FAST-Test oder BFAST-Test, einen Schnellerkennungstest für Symptome des kindlichen Schlaganfalls oder eben auch des Erwachsenenschlaganfalls und können dadurch Kinder schneller zu der notwendigen Diagnostik führen. Also die wenigsten Kinder, nämlich nur ein Drittel, die erholen sich nach einem Schlaganfall wieder vollständig. Die meisten haben für ihren weiteren Lebensweg eben mit neurologischen Einschränkungen zu kämpfen. Am häufigsten eben hier die Halbseitensymptomatik, die Hemiparese zu nennen, aber auch zum Beispiel eine Epilepsie, Krampfanfälle nach Schlaganfall sind sehr häufig. Und was nicht unterschätzt werden darf, ist der Einfluss oder die Auswirkungen des Schlaganfalls auf Kognition, auf Verhalten, aber eben auch auf Lebensqualität für das Kind, aber auch für die betroffenen Familien. Jedes Kind mit Schlaganfall sollte schnellstmöglich diagnostiziert werden und dann einer Therapie zugefügt werden, optimalerweise einer Revaskularisierung, sei es mit einer Lysetherapie und oder eben einer mechanischen Thrombektomie. Es gibt auch Kinder, die aus verschiedenen Gründen eben nicht für diese Hyperakuttherapien in Frage kommen. Hier sollte dann frühestmöglich der Therapie mit Antikoagulation oder mit einer Thrombozytenaggregationshemmung begonnen werden, die dann im Verlauf je nach Ursache des Schlaganfalls eben adaptiert werden kann.